Es ist Jahre her, dass ich bei Facebook in meiner Timeline ein Foto von der Teichelmauke sah. Vielleicht war es in einer Kochgruppe oder eine Facebook-Freundin hatte es gepostet. Jedenfalls liebe ich es, mein Kartoffelpüree als Teig anzurichten und die Soße hineinzugießen. Ich entschied mich, die Teichelmauke nachzukochen. Habi musste nicht lange überredet werden. Laut Wikipedia ist die Teichelmauke ein Oberlausitzer Gericht. Wir haben das Rezept für uns allerdings ein bisschen angepasst. So wird bei uns die Brühe zu einer angedickten Soße, weil wir Soßenfans sind. Ich bin Carmen von Kochen mit Carmen. Habi und ich wuchsen mit der Berliner Küche auf und wir lassen uns von nationalen und internationalen Rezepten inspirieren. Unsere Teichelmauke beginnt mit einem großen Stück Tafelspitz. Das brate ich rundum scharf an und gebe dann die halben Zwiebelringe in die Bratpfanne. Ich regle für die Zwiebeln die Hitze herab, damit sie eine Weile in der Pfanne verweilen können, ohne schwarz zu werden. Einen Teil der Zwiebeln gebe ich dann nach unten in den Slowcooker und bette das angebratene Fleisch darauf. Die restlichen Zwiebeln verteile ich auf dem Fleisch. Vorsichtig gieße ich den Kalbsfond in den Cooker. Wir lieben unseren Slowcooker und wir nutzen ihn schon viele Jahre für gezupftes Fleisch und auch für Rouladen. Gut isoliert ist das Gerät allerdings nicht und deshalb binde ich Topflappen drumherum. Ich erhitze das Fleisch darin auf der Stufe High, bis die Brühe sanft simmert. Danach schalte ich auf Medium und wenn nötig auf Low. Die Kartoffeln kochen wir mit Rauchsalz. Habi und ich sind der Meinung, dass die leichte Rauchnote den Kartoffeln noch eine zusätzliche, wunderbare Geschmacksnote gibt. Soßen kann man auf verschiedene Arten anlegen. Mehlschwitzen sind meiner Meinung nach zu Unrecht in Verruf gekommen. Wir hatten noch ein altes Stangenbrot da, das wir zerschnitten und dann in der Brühe einweichten. Nach einer Weile lässt es sich wunderbar pürieren und dickt die Soße elegant an. Krustenbrot als Soßendicker schmeckt auch wunderbar, besonders zu Biergulasch. Der Tafelspitze durfte etwas mehr als 6 Stunden bei kleiner Hitze im Slowcooker schmoren. Das Fleisch ließ sich wunderbar zerteilen. Habi hätte dafür kein Messer gebraucht. Irgendwie empfinde ich es allerdings angenehmer anzuschauen, wenn er ein Messer dafür verwendet. Einen Teil der Brühe hatte ich vor dem Andicken beiseite gestellt. Damit übergoss ich dann das gezupfte Fleisch, damit es saftig bleibt. Das Kartoffelstampfen übernimmt bei uns Habi. Wir verwenden Milch und Butter, um das Püree cremig zu machen. Mit einem Schuss Sahne schmeckt es auch sehr gut, nur überfordert das meinen Magen. Kartoffelstampf braucht praktisch immer eine extra Portion Salz und natürlich Muskatnuss. Wir mögen es darüber hinaus, etwas Pfeffer aus der Mühle darüber zu geben. Das Sauerkraut ist aus der Dose. Beim Bauen der Teichelmauke war mir danach, die Soße über den Rand des Teigs fluten zu lassen. Das gibt vielleicht keine Bonuspunkte in den sozialen Medien für die Schönheit des Fotos, aber Habi und ich hatten eine fast kindliche Freude daran.